Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Hallo. Hallo, die Tina ist auch da. Und eigentlich ist dieses Video eigentlich nur über Tina. Eigentlich schon. Nee, du bist auch drin. Ich durfte mich auch ab und zu mal reinschneiden. Ja, was haben wir gemacht? Unser Wochen-Vlog steht hier an. Es ist Sonntag. Ja, genau. Wir waren typisch deutsch unterwegs. So richtig typisch Beim Amt? Nein, beim Oktoberfest waren wir hier. War schön. Auf jeden Fall. Also ich habe ein bisschen laufen lassen einfach. Ne? Also wenn euch das zu langweilig ist, ich habe so die Band mal gefilmt und sowas, das habe ich auch nicht kommentiert, um einfach nur Impressionen einzufangen. Ne? Also ihr könnt gerne ein bisschen vorspulen, aber ich empfehle euch, das nicht zu tun, denn es ist teilweise absurd. Sehr, sehr witzig war es. Und ich habe sogar getanzt. Und das war in der Meanwhile Brewery, werdet ihr ja gleich sehen. Und das ging 3 Tage. Also 3 Tage haben die da richtig Gas gegeben. Und die Band, die ihr da seht, das ist eine Band aus New Braunfels, waren die, glaube ich, oder? Richtig. Und die waren nur zur Hälfte da, weil auf der Bühne war nicht mehr Platz. Genau, also wir haben St. Oemmerken da, was ihr da seht, das haben wir getroffen, ne? Die ist 2. Generation hier, aber sprach noch Deutsch. Also eigentlich ganz gut Deutsch. Ja, eigentlich, sehr gut Deutsch. So, und dieser Sängerkreis, so nenne ich den mal, der pflegt halt die deutsche Kultur und das deutsche Lied gut. Und sind so 70 Leute, aber 36 waren da. Ne? Ja, genau. Und das war ein Erlebnis. Schaut selber. Ja, wo waren wir noch? Wir waren noch kurz im Baumarkt. Darüber müssen wir nicht viel erzählen, ne? Doch. Baumarkt müssen wir viel erzählen. Also ich habe zumindest viel erzählt im Baumarkt. Ja, war witzig. Also gerade jetzt Halloween, die ganze Halloween-Deko, ich mag's, ich lieb's. Wenn die Mutti sagt, wir müssen zum Baumarkt, ne, dann weiß ich, das hat unser Haus, das wird wieder eskalieren hier in der Halloween-Zeit. Halloween ist ja eine Zeit, ist eine Season, ist kein Tag wie in Deutschland. Genau, die fängt am 1. Oktober an und ich bin jetzt schon zu spät mit dem Dekorieren. Ich bin mir sicher, du holst das alles auf. Ja, glaube ich auch. So, und dann warst du gestern, ne, also das Video ist wirklich ganz, ganz frisch. Gestern hast du den Sohn von Goose getroffen. Ja, Glenn Powell. Ich bin immer noch total sprachlos, weil das war einfach so unwirklich. Ich bin da hingeschickt worden, weil ich da das covern sollte für die beiden Outlets, für die ich arbeite, Austin.com und Spill the ATX. Und ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber irgendwann war ich hinter der Absperrung und direkt neben ihm. Also direkt neben ihm. Du siehst auch voll VIP aus. Und die ganzen Bodyguards, ne, für die war das völlig in Ordnung. Also, ich glaube, die sind auch alle entlassen jetzt. Niemand hat mich da weggeschickt, ganz im Gegenteil. Ne? Dann habe ich irgendwie mit ihm gequatscht, das hieß immer, keine Fragen, keine Fragen. Aber ich habe ihm doch eine Frage gestellt. Ich glaube, der war neugierig, weil er so ein bisschen Akzent gehört hat. Ja, ne? glaube ich auch. Und dann so, Europäerin hier im Walmart in Austin. What happened here? Ja. Also schaut es euch an, total witzig und ich liebe sowas. Das schwingt auch in dem Film mit, der jetzt beginnt. Viel Spaß dabei. Die 8 am 1 in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Von der Kohle zum Staub, vom Bergwerk zum Wind, Texas ist jetzt hier zu Hause, wo der neue Traum beginnt. Ozapft ist auch der gemeine Austinat, feiert gerne Oktoberfest und wir starten mit der Meanwhile Brewery. Ein paar von euch kennen die ja schon, weil wir uns schon da auf dem Bierchen getroffen haben. Die ist übrigens family friendly, das heißt irgendwie auch unter 21-Jährige können hier hin. Und ihr seht, guck mal hier, meine Frau. Schön die Möpse gefilmt hier. Hat sich schick gemacht mit ihrem Dirndl und wir gehen jetzt mal rein und schauen uns an, was das Oktoberfest in Austin so zu bieten hat. Die Meanwhile Brewery, die liegt im Südosten von Austin und da könnt ihr auch hin, wenn ihr Kinder habt. Da ist auch unter 21 erlaubt und sogar sehr empfehlenswert.
So, das ist ja immer ein bisschen seltsam, wenn man das Haus verlässt in Trachten, weil man wird ja schon, also man wird nicht komisch angeguckt hier, ne? Und dann kommt man hier hin und man ist nicht der Einzige, der hier im Dirndl, also ich habe jetzt kein Dirndl an, aber ein paar sind schon da, oder? Ja, absolut. Ganz im Gegenteil, gar nicht komisch, sondern alle winken so, hallo, und die finden das richtig toll. Was? Du hast dein Dirndl nicht bei Amazon gekauft? Nein, habe ich nicht. Ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund hört, aber es ist Preußens Gloria. Ich weiß nicht, ob Preußens Gloria auf dem Oktoberfest gespielt wird, aber es ist halt ein, ich glaube, Ludwig van Beethoven, ne? Preußens Gloria, oder? Nee, stimmt gar nicht. Ja, was soll ich sagen? Deutsche Marschmusik ist gleich Oktoberfest. Was ja erwähnenswert ist, die haben an der Theke einen Pappaufsteller mit Underberg stehen. Und Tina hat zu Recht erkannt, André, da ist Underberg aus Deutschland. Und das ist tatsächlich ein Underberg aus Deutschland. Aber ich habe gerade gesehen, der geht weg wie warme Semmel. Als wir eben da waren, war der voll. Als ich jetzt da war, war noch eine Flasche drin. Und dann kam so ein Mädel da reingestürmt und hat wieder direkt aufgestellt. Und die Leute haben wieder zugegriffen. Also Leute, investiert in Underberg. Ist keine Investitionsempfehlung, aber ich weiß nicht warum. Die Amerikaner stehen da drauf. Underberg. Underberg, Kinders. Es ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und zwar vormittags. Ich habe ein bisschen Pause mit den ganzen Calls zwischendurch und meine Frau hat gesagt, dann lass doch mal zum Home Depot. Home Depot ist Baumarkt, ne? Ja, und da waren wir noch gar nicht mit euch. Und das hat so ein paar kleine Besonderheiten, die wir aus Deutschland so gar nicht kennen aus dem Baumarkt. Genau, zum Beispiel Nägel. Nägel, Schrauben und, was wir aus Deutschland auch nicht kennen, Bedienungen, die sich auskennen. Ist das wirklich so? Keine Ahnung, wir gehen mal rein, komm. Der Baumarkt, der heißt hier Home Depot und irgendwie erinnert mich das Logo und die Farbe am Obi. Darum sagen wir auch immer sehr schnell, hey, lass mal zum Obi gehen. Ja, ihr seht, es ist Halloween-Zeit. Hier gibt es Kürbisse. 100 Öckes für so einen Kürbis. Das ist schon eine Nummer, ne? Aber ja, die sind tatsächlich echt, ne? Also die sind nicht aus Plastik. Also das sind wirklich echte Kürbisse, ne? Und die verfaulen dann immer schön draußen, also zumindest bei mir. Ich weiß nicht, also ja, Tina mag's. So, das Zeug hier, das ist alles für Pest Control. Also wenn ihr Geld sparen wollt und nicht immer Pest Control ordern wollt in so einem Subscription-Modell, dann gibt es hier natürlich auch alles zum selber machen. Also da könnt ihr euer Haus mit einsprühen und die ganzen gefährlichen texanischen Tiere töten. Was uns übrigens aufgefallen ist, und das seht ihr hier, das ist der Grund, warum wir das aufgenommen haben, es gibt natürlich auch Farbe, ne? Also klar, ist ein Baumarkt, da gibt es natürlich auch Farbe, ihr könnt ja euer Haus anstreichen, ne? Aber es gibt hier nur helle und weiße Farbe. Also so fertig gemischte Farben, wie man das aus deutschen Baumärkten kennt, die gibt es nicht. So, und das funktioniert hier so, es gibt immer ein Regal mit Farbpaletten der verschiedenen Hersteller, die kann man sich dann nehmen und dann geht man zu so einem Onkel hin und lässt sich die Farbe frisch mixen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, ich habe da keine Meinung zu. Ne? Aber dann ist uns aufgefallen, dass hier in den Baumärkten, also zumindest in denen wir bis jetzt waren, es immer nur weiße Farben gibt. Ja, Kühlschränke gibt es natürlich auch. Das ist hier so ein klassischer amerikanischer Kühlschrank. Ne? Die haben immer auf der linken Seite, seht ihr immer dieses Fach, wo Wasser rauskommt. Da ist ein Wasserfilter immer integriert, ne? Oder Eiswürfelspender. Die Dinger hier, die sind für die Klimaanlage, also die Filter, einfach, ihr wisst ja, wir haben andere Klimaanlagen als in Deutschland, da gibt es halt immer diese Röhren mit den Schächten und da sind immer Filter da drin und die muss man so alle Monate mal austauschen, sonst ist es ein bisschen eklig. Und ja, der einzige Grund, warum wir hier waren oder warum Tina mit mir dahin wollte, ist, wir brauchen Halloween-Deko.
Und wo geht das besser als im Baumarkt? Wir haben dein Auto hier. Der aufmerksame Zuschauer, der wird jetzt sehen, dass neben den Süßigkeiten, die an der Kasse immer stehen, es auch, tada, Medizin gibt. Ihr Lieben, ich bin mega aufgeregt, also so richtig aufgeregt, weil ich habe ein Date mit Glen Powell. Naja, Date ist jetzt zu viel gesagt. Ich darf auf ein Event von ihm gehen und ihn vielleicht sogar interviewen oder so. Ich habe keine Ahnung. Es ist komischerweise in einem Walmart Supercenter, ganz in der Nähe von uns. Und ja, ich bin super gespannt. Wer Glen Powell übrigens nicht kennt, shame on you. Top Gun, Maverick, das war der Sohn von Goose. Diverse Serien. Es ist ein absolutes Austin Sweetheart. Super, super hübsch. Ja, André? Super hübsch. Und ich bin, wie gesagt, ganz schön aufgeregt. Aber ich darf euch ja hier mitnehmen. Irgendwie steht auf der Einladung +1. Ihr seid mein +1. Also das erste, was ich bekommen habe, war hier ein Mediapass und Geschenke. Jetzt schaue ich mich mal hier um, weil es gibt eine ganze Menge cooler Sachen hier. Smash Kitchen heißt es, was er hier promotet. Und die haben eine Menge Food dabei. Schauen wir mal.
There we go, nice. Yes. Remember, when the hand goes, the ball goes. So full extension. Whoa! You got it. Keep trying. Keep trying. Remember, other side. Put the right leg back. Follow through. There you go. Oh, there you go. Oh, so close. Do it again. Do it again. 2, 1. Nice. Oh, you got the first one now. Yes. Thank you. Charlie K. So, die ganze Show findet gleich hier statt. Da kommt nämlich tatsächlich der gute Glenn Powell vorbei und kocht ein bisschen mit seinen eigenen Produkten. Dieses Smash Kitchen ist nämlich von ihm. Und ja, ich bin super gespannt, ob wir einen guten Blick auf ihn erhaschen können. Es ist super viel Media da. Alle Fernsehsender sind da. Ich habe gerade schon Fox gesehen und Spectrum News und keine Ahnung. Also jede Menge Presse ist da. Aufregend hoch 10. Was ich euch auf jeden Fall noch erzählen wollte, was mega verrückt ist, hier wird eine unglaubliche Sicherheitskontrolle gemacht. Polizei ist da, du musst einen QR-Code haben, weil du dich vorher hast überprüfen lassen müssen. Du musst deinen Führerschein mitbringen. Alles mega hohes Sicherheitsniveau. Und Presse, ich bin da hingekommen und habe nur gesagt, ich bin Media, habe ich diesen Ausweis bekommen und dann war alles gut. Kein Name, kein Ausweis, gar nichts. Verrückt! And who can tailgate better than Glenn Powell? I mean, he's the best, especially in his hometown, Austin. Thank you. Thank you guys so much. I haven't seen him on the UT campus where he's studying for 2 degrees, one in Spanish, the other in American history. And this is the place to be, the Walmart Supercenter. We're going to begin by seasoning this up. Let's test out Glenn's seasoning skills. Let's start with that. Are we doing, I mean, I drench. It's amazing. Yeah, I've tried this. It's fantastic. This is really good stuff. Load that up, okay? A little bit of olive oil in there. Okay, you went heavy with that. I'm telling you, it's the key. Yep. All right. Okay. And then maybe just a little bit of salt and pepper in there too. Finish it off. There's pepper right under you. To make a great ketchup, it's one of those kind of unique things where you're combining a tomato, which, you know, it's like, it doesn't really make that much sense to put something sweet, it just doesn't add up when you. Maybe I should be prepping the other dough so that we can make some more. I actually don't know the answer. Are you guys hungry? Let me just be better looking. We'll see. It will be edible. You never know. All right, let's see what we got here. Great. So you can prep that one because I want these folks to try it. Great. Yeah, I like that idea. I like that idea. Cool. It's like I always find it torture to watch like a cooking show. Yeah, and then just you just sit there hungry. Yeah. Yeah. How are you guys holding up with the heat? Doing okay? How do we feel about our odds against Florida tomorrow? Good. I'm feeling good too. Well, you know what? Actually, I will say that Glenn, I'm going to be honest. My dough might have gotten a little bit stuck between the grades. Basic foundation for how I would make any given dish, and then making one little different twist on it. So it's all just about that like little thing that might have been created in a different way each day. Like maybe it's the middle of the summer. Oh mein Gott, das war total wild. Ich habe tatsächlich Glenn Powell gesehen. Ich habe Fotos mit ihm gemacht. Ich durfte ihm eine Frage stellen. Naja, durfte ist jetzt zu viel gesagt. Die haben extra gesagt, keine Interviews. Oh mein Gott, ich bin deutsch und irgendwie habe ich das nicht verstanden. Huh? Ich habe ihm eine Frage gestellt und die hat er mir auch beantwortet. Und zwar wollte ich von ihm wissen, ob er lieber Barbecue oder Tacos isst. Und er hat gesagt, Breakfast Tacos. Er ist Team Breakfast Tacos und das fand ich sehr lustig. Naja, mein Herzchen rast immer noch. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Auto und nach Hause zu fahren und André alles zu erzählen. Also ihr Lieben, ihr wart mal mit bei so einem Event und ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Das war's auch schon wieder. Komm, war ein kurzes Video, aber
kurz ist ja auch manchmal ganz gut, oder? Also ihr habt wirklich... Das schneide ich raus. Aber es gab tatsächlich so ein bisschen Feedback von euch. Ihr sagt, boah, André, mach nicht immer so lange Videos, ne? Länger als 15, 20 Minuten guckt sowieso keiner. Ne? Also ich merke auch, eure Aufmerksamkeitsspanne ist ein bisschen... TikTok geschädigt. Wir müssen daran arbeiten, Leute. Also ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Folgen. Und die Tina macht sie, oder? Vielleicht sollten wir den Kanal umbenennen in die Tina Achtermeier. Nein. Also, bis demnächst. Mittwoch gibt es wieder eine Quasselrunde. Ciao. Ciao.